Es geht wieder mal ein Aufschrei durch die Medien, vor allen Dingen durch die linken Medien. US-Präsident Trump plant Menschen, die Unterhaltsschulden haben, den Pass zu entziehen. Ist das wirklich komplett ungerecht? Sind hier vor allen Dingen die Armen betroffen? Und könnte es ein solches Gesetz auch in Deutschland geben? Mit diesen spannenden Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema USA und Auswanderung in die USA beschäftigst, dann lade ich dich zu unserer Seminar- und Erlebnisreise nach Austin, Texas ein. Ich bin 2008 in die USA umgezogen. Unser Office ist in Austin, Texas, und dort veranstalten wir regelmäßig die besagte Seminar- und Erlebnisreise, wo ich dir Texas zeige. Wir befassen uns eine Woche lang intensiv mit dem amerikanischen Steuer- und Einwanderungsrecht. Wir klären, wie du konkret als Unternehmer in die USA auswandern kannst, was du dabei beachten musst, und dann haben wir noch jede Menge Zeit, uns auch mal Texas und die Region Austin anzuschauen. Von Country Music über Barbecue, Immobilien, die wir anschauen, und natürlich darf man nicht vergessen, wir gehen auf Spurensuche nach den deutschen Siedlern, die seit 1850 zu Hunderttausenden und Millionen nach Texas gekommen sind. Also, ich würde mich freuen, dich bei dieser tollen Reise begrüßen zu dürfen. Details und Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Es vergeht ja fast kein Tag, wo es in den europäischen Medien und den deutschen Medien keine panikartige und empörte Berichterstattung darüber gibt, welche menschenverachtenden Maßnahmen die Regierung Trump in den USA als Neuestes sich ausgedacht hat. Die Unterstellung ist hier, dass insbesondere Einwanderer und dabei illegale Einwanderer und arme Menschen von der Trump-Regierung gepiesackt werden, dass man sie quälen will, einfach nur deswegen, weil man es eben auf die wenig bevorteilten Schichten der Bevölkerung abgesehen hat. Das jüngste Beispiel ist die Entscheidung der US-Regierung, Amerikanern, die Unterhaltsschulden haben, den Pass zu entziehen oder aber die Passausstellung zu verweigern. Schauen wir uns dazu einmal die Berichterstattung der linken Frankfurter Rundschau an. So, hier kannst du es sehen: US-Regierung will Eltern mit hohen Unterhaltsschulden die Pässe entziehen. Personen, die mehr als $100.000 schulden, sollen zunächst ihre Pässe verlieren. Doch das könnte später auf diejenigen mit geringen Schulden ausgeweitet werden. Das US-Außenministerium will die Durchsetzung eines 30 Jahre alten Gesetzes verstärken, das es erlaubt, die Pässe von US-Eltern einzuziehen, die eine erhebliche Summe an Kindesunterhalt schulden. Also insbesondere natürlich Väter sind damit gemeint, die sich vor Unterhaltszahlungen drücken. Auf Englisch sagt man dazu sogenannte Deadbeat Dads. Beamte, die unter der Bedingung der Anonymität mit der Nachrichtenagentur Associated Press sprachen, sagten, das Gesundheitsministerium werde damit beginnen, Daten mit dem Außenministerium zu teilen, was es diesem ermöglichen würde, Eltern die Erlaubnis zu entziehen, international zu reisen. Also, es ist ganz klar, man will verhindern, dass sich diejenigen, die sich weigern, Unterhalt zu bezahlen, für ihre Kinder ins Ausland absetzen können und damit für die Behörden nicht mehr greifbar sind. Zunächst sollen diejenigen, die mehr als $100.000 schulden, ihre Pässe verlieren, doch das könnte später auf Personen mit geringeren Schulden ausgeweitet werden. Der Vorschlag, Pässe aufgrund von Rückständen beim Kindesunterhalt zu entziehen, könnte für einkommensschwache Eltern und Familien unglaublich schädlich sein. Naja, vielleicht sollten sie dann den Unterhalt einfach mal bezahlen und sich nicht vor ihrer Verantwortung drücken. Was ist mit diesem Vorschlag? Das sagte jedenfalls Daniel Hatcher, Professor an der University of Baltimore School of Law, gegenüber Newsweek. Für viele einkommensschwache Eltern beginnen die Unterhaltspflichten bereits ab Tag 1 mit Rückständen von mehreren tausend Dollar, weil die Verpflichtungen rückwirkend auf das Datum der ursprünglichen Unterhaltsklage festgelegt werden. Buhu! Ich meine, wenn du ein Kind zeugst, dann muss schließlich jemand dafür bezahlen. Und natürlich, es ist genau so, die Kosten für dieses Kind, sie beginnen natürlich anzufallen, wenn dieses Kind geboren ist. Also ist ja völlig logisch, dass man möglicherweise hier mit größeren Beträgen bereits Unterhaltsschulden hat. Der Entzug und die Verweigerung von Pässen wegen nicht bezahlten Kindesunterhalt ab einem Betrag von $2.000 ist seit 1996 erlaubt. Dieses Instrument würde jedoch laut Associated Press selten genutzt.
Die Durchsetzung erfolgte in der Regel nur dann, wenn sich ein Elternteil an ein US-Konsulat oder eine Botschaft um Unterstützung wandte. Soweit also die Berichterstattung. Du kannst schon wieder sehen, hier schwingt schon wieder Empörung mit. Eine künstliche Empörung, wohlgemerkt. Denn wie gesagt, meiner Meinung nach ist es ganz klar so, dass Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder verantwortlich sind. Und derjenige Elternteil, bei dem die Kinder nicht wohnen, der muss natürlich selbstverständlich diesen Unterhalt bezahlen. Das ist völlig gerecht, das ist normal. Wie gesagt, es betrifft in den meisten Fällen natürlich Männer, denn Kinder leben ja in der Regel nach einer Scheidung bei Frauen. Aber ich kenne auch Fälle aus der eigenen Familie, wo es die gegenteilige Situation betroffen hat. Das heißt, wo am Ende die Mutter Unterhalt bezahlen musste und sich tatsächlich vor den Unterhaltsschulden gedrückt hat. Man muss ja in den meisten Fällen sagen, dass hier die Behörden überhaupt nur involviert werden, wenn das Ganze eskaliert. Das heißt, wenn sich der Elternteil, der bezahlen soll, nicht kooperativ zeigt und sich weigert zu bezahlen und zum Beispiel auch innerhalb der USA einfach in einen anderen Bundesstaat umzieht. Es gibt ja dort kein Meldewesen, das heißt, man weiß eigentlich nicht, wo sich jemand wirklich aufhält und sich somit seinen Unterhaltsverpflichtungen entzieht. Ist das jetzt ungerecht? Ich glaube, die Opfer sind hier nicht die Väter, die keinen Unterhalt bezahlen, sondern die Opfer sind die Kinder, die zum einen mal das Trauma der Scheidung, der Trennung erleben müssen, in vielen Fällen, und die dann auch damit leben müssen, dass sich die unterhaltspflichtigen Elternteile einen Dreck darum scheren, wie es ihnen geht und nicht mal bereit sind, einen angemessenen Unterhalt zu bezahlen. Und nochmal, wie gesagt, meiner Erfahrung nach mit dem amerikanischen Rechtssystem, wenn du wirklich nicht bezahlen kannst, weil du wirklich gerade keinen Job hast und dich darum kümmerst und das regelst, einen Anwalt einschaltest, das möglicherweise durch ein Gericht regeln lässt, dann wird es in der Regel nicht zu solchen Maßnahmen kommen und dann wäre natürlich auch keine Unterhaltsschuldenhöhe von $100.000 Anlauf. Hier geht es um Leute, die sich bewusst der Verantwortung entziehen wollen, die das eben nicht regeln, die nicht verfügbar sind, die nicht kooperieren und sie sollen mit dieser Maßnahme getroffen werden. Ich persönlich finde das absolut richtig und ich habe absolut kein Mitleid mit Eltern, die ihren Unterhalt nicht bezahlen, ihren Unterhaltspflichten nicht nachkommen und dann von einem solchen Passentzug betroffen werden. Eine weitere interessante Frage ist nun, wäre sowas eigentlich auch in Deutschland möglich? Könnte man sich das in Deutschland eigentlich vorstellen, dass es auch ein solches Gesetz gibt? Naja, und hier habe ich jetzt eine echte Überraschung für dich, denn in Deutschland gibt es genau die gleiche Regel. Ja, stell dir das mal vor, wir müssen gar nicht in die USA gehen, auch im schönen, sauberen, menschenfreundlichen, linksgerichteten Deutschland ist genau das im Passgesetz verankert. Lass mich dir das mal kurz zeigen. Hier haben wir das Passgesetz, Paragraph 7, Passversagung. Der Pass ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passbewerber, und dann werden hier verschiedene Gründe genannt, wenn der Passbewerber zum Beispiel Terrorist ist oder sich der Strafvollstreckung entziehen will oder sich seinen steuerlichen Verpflichtungen entziehen will oder sich seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht entziehen will. Der deutsche Pass kann dir also abgenommen werden. Und das ist heute geltendes Gesetz. Paragraph 7, Passversagung, dort steht es, wenn du deinen Unterhalt nicht bezahlst. Und das auch schon in Deutschland. Hier ist nicht mal ein minimaler Betrag festgelegt, wie in den USA, wo ja mindestens $2.500 notwendig sind an Unterhaltsschulden, damit der Pass dir weggenommen werden kann. Davon ist hier gar nicht die Rede. In der Tat musst du in Deutschland nicht mal Unterhaltsschulden haben, damit dir der Pass abgenommen werden kann. Denn das Gesetz sagt ja nur, der Pass sei zu versagen, wenn die Annahme begründet ist in den Augen der Behörde. Wenn die Behörde denkt, dass du dich in Zukunft deiner Unterhaltspflicht entziehen willst. Da steht nicht, dass du mindestens 2.500 € Unterhaltsschulden hast oder 100.000 oder was auch immer, sondern allein die Tatsache, dass jemand bei der Behörde willkürlich glaubt, dass du deinen Unterhalt nicht bezahlen willst, irgendwann mal in Zukunft, reicht aus, damit dir der deutsche Pass versagt wird. Also, übrigens, hier geht es um die Ausstellung eines neuen Passes. Paragraph 8 regelt dann die Passentziehung. Das heißt, hier steht, dass unter den gleichen Bedingungen, die in Paragraphen 7 genannt worden sind, auch ein bestehender Pass entzogen werden kann. So, ich bin sicher, dass du jetzt überrascht bist. Damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber wie gesagt, Deutschland ist für einige Überraschungen gut. Und genau dieses Passgesetz ist ja der Grund, warum wir Mandanten empfehlen,
sich einen zweiten Pass zu besorgen. Nicht jetzt wegen Unterhaltsschulden. Wir wollen nicht Eltern helfen, aus ihrer Verantwortung herauszukommen und Unterhalt zu zahlen. Aber dieser Paragraph 7, der hat ja noch viele andere schöne Schmankerl hier bereit, wann dir der deutsche Pass entzogen werden kann. Zum Beispiel, weil du Steuerschulden hast und das Amt das Gefühl hat, du willst dich diesen entziehen. Hier geht es nicht um Steuerhinterziehung oder weil du wegen Steuerbetrug verurteilt worden bist. Hier geht es schlicht und ergreifend darum, dass du Steuern vielleicht nicht bezahlen kannst und die Behörde dich daran hindern will, zum Beispiel auszuwandern. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Wehrpflicht. Wenn du dich in den Augen der Behörde vor der Wehrpflicht drücken willst oder vor dem Zivildienst, dann kann dir ebenfalls der Pass versagt oder entzogen werden. Und dann gibt es auch noch alle möglichen anderen obskuren Absätze in diesem Gesetz. Wenn du zum Beispiel vorhast, ins Ausland zu reisen, um dort an einem Protest teilzunehmen, welcher dem politischen Mainstream in Deutschland nicht genehm ist, hatten wir ja in der Vergangenheit, ich sage nur Stichwort Impfung zum Beispiel, Pandemie oder sowas, dann kann dir ebenfalls der Pass entzogen werden. Also, bevor wir über die Amerikaner reden und uns hier künstlicher Empörung hingeben, sollten wir uns zunächst mal das eigene Passgesetz anschauen und realisieren, dass es da noch viele skandalösere Gründe gibt, warum dir der deutsche Pass entzogen werden kann und das Thema Unterhaltsschulden eigentlich noch etwas ist, wo eine Passversagung vielleicht sogar gerechtfertigt sein kann, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Also befasse dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaft. Es gibt verschiedene Wege, diese zu erreichen. Man kann natürlich einen Pass kaufen oder man kann sich einbürgern lassen. Das geht natürlich auch in den USA. Dort ist es relativ einfach. Sobald du die Green Card hast, kannst du dich nach 5 Jahren einbürgern lassen. Dann hättest du den amerikanischen Pass und unter der Annahme, dass du keine Unterhaltsschulden hast, wird dir dieser auch nicht entzogen werden. Und du kannst dich gleichzeitig absichern gegen die im Passgesetz definierten Risiken, denen jeder deutsche Staatsbürger, der einen Reisepass hat, ausgesetzt ist. Denn das Problem ist ja, wenn du nur einen Pass hast und dieser Pass wird dir dann entzogen, dann bist du ja komplett handlungsunfähig. Selbst wenn du im Ausland bist und du kannst den deutschen Pass nicht mehr verwenden, weil der gesperrt wird, dann kannst du damit nicht mehr fliegen, kannst damit nicht mehr verreisen, dann bist du praktisch aufgeschmissen. Daher kann es überlebenswichtig sein, einen zweiten Pass zu haben, der dich genau vor solchen Risiken schützt. In den USA oder anderweitig natürlich. Also in diesem Sinne, meiner Meinung nach, kein Grund, sich über die Trump-Regierung aufzuregen. Ein faires Gesetz, vor allen Dingen soll es ja zunächst mal Personen betreffen, die nur $100.000 an Unterhaltsschulden haben. Ich kann nichts Schlimmes dabei finden. Im Gegenteil, meiner Meinung nach ist es gut, dass das Ganze forciert wird von der Trump-Regierung. Ist absolut Quatsch, dass hiermit Arme oder Benachteiligte besonders getroffen werden sollen. Es werden jene getroffen, die sich weigern, ihren Unterhalt zu bezahlen. Und daran hat der Staat ja auch ein Interesse, denn ansonsten obliegt ja möglicherweise die Verantwortung für den Unterhalt der betroffenen Kinder, der Allgemeinheit, was in jeder Hinsicht komplett falsch ist. Also, wenn auch du dich mit dem Thema Zweitpass, Auswandern in die USA befasst, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Events oder Reisen begrüßen zu können, vielleicht ja sogar in Texas. Und ansonsten kannst du natürlich auch jederzeit ein Beratungsgespräch buchen, wenn du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen, insbesondere auch wenn es um das Thema USA geht. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir helfen Mandanten dabei, in die USA auszuwandern, sich dort zu etablieren, Firmen zu gründen, amerikanische Visa und die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.